Ludosohren. Moin liebe Leute, ich bin in Los Angeles und gerade auf dem Weg durch den üblichen Morgenverkehr, um mir einen Kindheitswunsch zu erfüllen. Disneyland Anaheim. Ich möchte mich auf den Disneyland, den klassischen Park, konzentrieren, denn da ist auch Galaxy's Edge drin aufgebaut. Das ist der neue Bereich. Walt Disney hat ja Star Wars, das ganze Franchise, übernommen von George Lucas und haben dort eine komplette Erlebniswelt rund um Star Wars aufgebaut. Disney nimmt es von den Lebenden, also der Konzern Disney. Das Tagesticket war jetzt für mich für eine Person bereits bei 144 US-Dollar. Und fürs Parken darf ich gleich nochmal 30 Dollar bezahlen. Das ist also nicht inklusive. Kleiner Tipp zum Parken, merkt euch, wo ihr steht. Die Parkflächen hier sind riesig. Ich bin jetzt also auf 7A Woody. Hier steht jetzt dran Number 20 Toy Story Line. Ich bin bei Woody am Parken, also gehöre ich zur Toy Story Line. Auch das ist etwas, was ihr euch dann merken solltet. Es gibt hier das Disney California Adventure. Das habe ich nicht gebucht. Ich habe das klassische Disneyland. Und ich muss immer schön viel reden. Wundert euch also nicht, wenn ich immer ganz viel am Sabbeln bin, während ich irgendwas filme. Wenn die Musik im Vordergrund ist, habe ich ganz schnell einen Copyright-Claim. Ludosohren. Das heißt, ich kriege jetzt mein Internet vom Disneyland. Das ist insofern interessant, es gibt hier nämlich einen Service, mit dem ihr euch dann gegen eine geringe Gebühr dann eine virtuelle Warteschlange dazu buchen könnt, dass ihr also auf bestimmte Attraktionen, die ihr unbedingt fahren wollt, euch ein Zeitfenster bucht und dann schneller dran seid. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn ihr dann auch tatsächlich Internet habt. So. Too far away, you're a little off the grid. Please move closer to a parking area. Supported by car locator and try again. Manually enter. So, ich bin bei Toy Story, ich bin bei Woody und dann habe ich A7A. Das habe ich mir dann jetzt von Hand gemerkt. Wenn ihr aber das tatsächlich vorher euch runtergeladen habt, dann könnt ihr euch das dann auch automatisiert merken. Und hier ist Star Wars Galaxy's Edge. 50 Minuten Wartezeit in Galaxy's Edge. Der Zusatzservice, bei dem ich mir nicht sicher war, ob ich ihn buchen will, ist der Disney Genie Plus Service. Der kostet 25 Dollar pro Tag. Und damit könnt ihr euch dann in virtuelle Warteschlangen anstellen. Da ich jetzt weiß, dass ich Internet habe hier im Park, kann ich das natürlich auch machen. Und ich kann meine Fotopass-Downloads unlimited haben für 25 Dollar. Also wo immer ich mich fotografieren lasse, hier sind immer offizielle Fotografen, kann ich die Bilder dann auch herunterladen. Das finde ich tatsächlich wiederum ganz interessant. Bis Mitternacht ist hier offen und es heute Abend ab Sonnenuntergang sehr kalt wird, habe ich mir nämlich einen Pullover und eine Jacke eingepackt. Wichtiger Tipp, denkt an sowas. Damit will ich jetzt aber nicht den ganzen Tag rumrennen müssen. Also ist der Lockerroom definitiv ein Muss. Die Ecke etwas versteckt da hinten in der Ecke ist dann Locker in Storage. Und ich bin gleich meine Jacke und meinen Pullover erstmal los. Hier habt ihr alles sogar mit allen Sprachen. So, normal großes, da passt ein Rucksack rein, ein großer passen 2 Rucksäcke rein. Da reicht mir ja dann der normale vollkommen aus. Kreditkarte ist da absolut ein Thema in den USA. Ich empfehle euch sogar mehr als eine Kreditkarte zuzulegen. Wenn eine mal gesperrt ist, steht ihr nämlich plötzlich ganz doof da und kommt nicht mehr an Geld ran. Es gibt inzwischen genügend auch kostenlose Angebote. Ich suche euch mal welche raus und schreibe da mal den einen oder anderen Link unten in die Videobeschreibung rein. Und ich habe Schließfach Nummer 1386. Ja, das ist jetzt ja der Code, den ich eingebe. Also da guckt ihr natürlich wieder woanders hin, ne? Und das ist die Größe des Fachs. Da passt sogar noch einiges mehr als nur mein Rucksack rein.
Und damit ist das erstmal verschlossen. Die virtuelle Warteschlange ist immer noch am Illuminating, aber sie hat einen Fortschrittsbalken hier unten als kleinen Stern. Also es ist offensichtlich die virtuelle Wartezeit, die man einfach abwartet, bis einem dann irgendeine Attraktion, die man ausgewählt hat, angeboten wird. So, nachdem er mir zuerst angeboten hat, noch einen zusätzlichen Pass zu kaufen für nochmal $25 für nur genau eine Attraktion, das kann man aber skippen, habe ich jetzt ein paar Angebote bekommen. Indiana Jones kann ich heute Nachmittag um 4:45 Uhr sehen. Jetzt darf ich ja aber hier nur 2 davon aussuchen und danach darf ich mich neu anstellen. Da ist also vielleicht dann auch ein bisschen taktisches Überlegen angesagt. Welche Angebote werde ich denn später noch mal kriegen? Also ich glaube, der Smugglers Run, den nehme ich. Und dann kann ich das hier bestätigen. Selection confirmed. Um 2:40 Uhr bis 3:40 Uhr habe ich dann also eine Lightning Lane. Wenn ihr den Parkpass gekauft habt, den Lightning Lane Pass, dann könnt ihr euch überall im Park fotografieren lassen. Alle Fotos sind für euch danach im Download verfügbar. Das ist alles im Preis inkludiert. Das finde ich tatsächlich einen ganz guten Service, denn als ich bei den Warner Brothers Studio Tours war, wollten die tatsächlich pro Foto $25 haben. Hier kann ich mich den ganzen Tag lang vor verschiedensten Szenarien von professionellen Fotografen fotografieren lassen und habe die Bilder danach für $25 im Zugriff. Und Tom Sawyers Abenteuerinsel hatte nur 5 Minuten Wartezeit. So, und da ist tatsächlich die Fähre zum Pirates Lair. Und da können wir doch so direkt durch. Der liegt tief im Wasser. Ein ganzes Piratenschiff haben wir auch hier geparkt. Die Columbia von hier oben aus dem Treehouse macht sich doch die Mark Twain richtig gut, oder? Diese Abenteuerinsel ist für kleinere Kinder eine ganz tolle Geschichte und so gut wie keine Wartezeit, ne? Wer dann auch noch die Geschichten von Mark Twain kennt und die Bezüge, die hier eingebaut sind, dann auch irgendwo wieder sieht, wiedererkennt, dem wird das hier auch gefallen. Galaxy's Edge. Ich bin in der Star Wars Welt angekommen. Und hier muss man immer damit rechnen, dass gerade irgendwo auch was passiert. Ground Crew only. Ich höre hier irgendwo einen Wookie. Und kommt sich schon vor wie auf dem Filmset, ja? Das könnte hier schon gleich direkt losgehen, ne? Kommt euch die Flöte bekannt vor? Hey, wir sind die Cantina Band. Ah ja, den ganzen Song kann man auf einen Tastendruck bekommen. Es gibt aber auch eine Stopptaste hier. Ach du armer kleiner Android. Bei dir ist auch nicht mal alles am rechten Platz hier, ne? Na Junge, du hast auch einen harten Arbeitstag, ne? Und das Raumschiff kennt ihr doch da oben. Da ja ich mit dem Millennium Falcon fliegen soll, wird wahrscheinlich da auch irgendwo mein Lightning Lane sein. Es gibt hier aber auch eine Single Rider Lane. Hätte ich das gewusst, hätte ich das anders eingesetzt, denn ich bin Single Rider. Manchmal ist es alleine schon sinnvoll, dass man sagt, okay, selbst wenn man zu zweit ist, geht man trotzdem in die Single Rider Lane, weil ihr spart so viel Zeit beim Anstehen. Okay, im konkreten Fall müsst ihr euch meistens voneinander trennen dann, aber ist trotzdem Geheimtipp wert. Und das ist meine beschleunigte Warteschlange. Perfekt. Jetzt sind wir auf der Rückseite vom Millennium Falcon. Oh, die ist aber schwer beschädigt da. Hat einige Treffer einstecken müssen. Jetzt ist tatsächlich die Frage, ob die Single Rider Lane nicht eventuell genauso schnell gewesen wäre, weil so viel ist hier jetzt aktuell überhaupt gar nicht los. Auch draußen war da nicht viel. Sequence check. Activate turbopump. Now that's the thrust vectors. Activate turbopump. Oh.
No, that's not. That's the thrust vectors again. Ja, ja. Okay. Today, I am offering the opportunity of a lifetime. I need flight crews to transport this valuable merchandise across the galaxy. Pilots to navigate, engineers to operate the ship, and gunners to defend the shipments. And that is where you come in. Pilot, pilot, gunner, gunner. Welcome, welcome. Right this way, my friends. Come closer, come closer. Ah, a brand new flight crew. Good luck to you all. You might need it. Today. Younglings, we are younglings. Fasten your seatbelts, because I'm the pilot. Hurry now, time is money. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly out. To fly down. Weapons are online. Make the jump to light speed. There's the train. Come. Up, pilot, brakes. Well, my friends, that could have been much worse. Okay, it's much worse. Yes, you got one. Excellent, my friends. Now power up the ship. Well, I have coaxium. You see, just as I promised, my friends. Come on, let's get another container of coaxium. Let's get out of here. Great job, my friends. You retrieved one container of coaxium. This will greatly help the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now, after my modest profit, your cut minus what you owe me for damaging the Falcon is, hey, not bad. All right, I'm making an executive decision. Everybody out. Go on, get out. Okay, that was Hondo. You're all fired. Every last one of you. Would you take a picture of me? Oh, sure. This thing's intimidating. Better fix all that before the Wookiee sees it. Thank you so much. You're welcome. All right, you're welcome. Thank you. Thank you. You're welcome. Eieiei, den Millennium Falcon haben wir aber ziemlich kaputt hinterlassen. Es hört sich nicht gut an da drin. Also es gibt offensichtlich mehrere Millennium Falcon. Ich war auf dem gelben übrigens, the yellow one. Wenn der also jetzt kaputt ist, bin ich schuld. Während man da drin ist, hat man übrigens kein Internet und auch kein Handyempfang. Der war komplett weg, weil ich habe nämlich gleich versucht, mich in die nächste virtuelle Schlange anzustellen, was nicht gegangen ist. Aber der Falke hat es irgendwie überstanden, denn da steht er ja. Chewie ist da. Also das kann euch jederzeit passieren, dass hier plötzlich Characters rumlaufen. Irgendwie macht der Millennium Falcon gerade Geräusche, als ob er abheben will. Ah ja, das war offensichtlich ein Engine Misfire. Also dem Falcon geht's nicht gut. So, kaum dass ich draußen bin, habe ich auch wieder Internet und kann jetzt dann also auch die nächste Lightning Lane buchen. Ich habe jetzt mich entschieden für Star Tours. The Adventure Continues.
Ich weiß gar nicht genau, wo das jetzt ist, ob das hier zur Star Wars Geschichte dazu gehört oder ganz woanders ist. Es könnte auch in Future World liegen zum Beispiel. Aber der ist vom Zeitfenster her unmittelbar jetzt anschließend. Wir haben jetzt 15:46. In 10 Minuten kann der schon genutzt werden. Dann kann ich mich gleich schon wieder in die nächste Warteschlange danach dann anstellen. Also das Galaxy's Edge gefällt mir. Das ist echt schön gemacht. Man kann sich hier auch ein Lichtschwert zusammenbauen. Kostet nur die Kleinigkeit von 249 US-Dollar, glaube ich, mittlerweile. Oder etwas günstiger gibt es einen Droiden, der ist irgendwas so bei 120, 130, 140 US-Dollar. I'm sorry, sir. Clearly, they can't be trusted, sir. Then suffer. Or you suffer. I might do both. Negative. Die wurden da gerade befragt, ob sie denn irgendetwas zu den Rebellen verraten könnten, ob sie denn irgendwie da helfen könnten. Konnten sie natürlich nicht. Let the Jedi mislead you. Only the dark side will show you the truth. On your way now. Consider carefully when you choose your path. Control yourself. We know. Thanks for the tip, Jedi. I'm sorry, sir. I don't care who the Millennium Falcon belongs to. I want to know why it's here. Understood. Ein AT-AT. 14,99. Das ist tatsächlich ein ganz nett gemachtes Modell. Was ihr hier vielleicht schon habt rumlaufen sehen. Blaue Milch und bunte Milch. 7,99, 8,79. Das ist dann so eine Art Milkshake. Und hier passiert wohl die Magic. Das ist die geheime Werkstatt, in der dann die Schwerter dann gebaut werden. Aber davon darf keiner wissen. Das ist streng geheim. Wenn das jetzt da drüben hier irgendwie Kylo Ren herausfindet, das wäre ja ganz schlecht. So, how much was it? I guess it would have been about 270 a piece. 270 a piece, including tax already. So, but they're pretty cool. They really are. They are pretty cool. I'm careful not to have his face on the video. Look what you guys did! Nice. Ziemlich teuer, aber nice. Und das ist das Scrap Metal, das man dafür natürlich braucht, das aus der ganzen Galaxie zusammengesammelt wird, um damit Lightsabers zu bauen. Smile your own camera. Der ist sogar sich am Bewegen, der Gute. Hier ist dann die Werkstatt, da kommt man auch leichter ran, wo dann entsprechende Droid-Einheiten selber zusammengebaut werden. Ihr sucht euch also die Teile aus, könnt einen BB-8 machen oder da hinten sehen wir gerade einen ziemlich perfekten R2-D2. So ungefähr würde ich ihn mir auch bauen. Jetzt ist er aktiviert. Kopf dreht sich. Er kann auch ein paar Geräusche machen. Man kann ihm auch noch ein bisschen Persönlichkeitschips dann irgendwie verpassen. Der BB-8 rollt also auch schön. Er hat einen schönen Schwerpunkt. Dann könnte der richtig Spaß machen, den im Wohnzimmer ein bisschen rumflitzen zu lassen. Und von diesem Laufband aus könnt ihr euch eure Teile aussuchen, die ihr haben wollt. Dieses schwarze Teil da vorne ist ein BB-8 Grundgerüst. Das rote wäre eine R2-Einheit. Und dann geht es da drüben an den Baustationen weiter, dass ihr da dran, was ihr gebaut habt, zusammenschaltet. Da wird gerade eine aktiviert. Ah ja. Changes Droid Personality and Sounds. Das ist also der rote. Also das habe ich gerade nochmal nachgefragt. Also der Android hat an sich bereits in der Grundausstattung eine Persönlichkeit enthalten, aber man kann dann mit diesen zusätzlichen Chips sich dann eine zusätzliche Persönlichkeit quasi dann dazu kaufen, um ihn nochmal wieder zu verändern. So, dann machen wir uns jetzt aber allmählich mal auf den Weg, dass ich meine Buchung dann auch nochmal nutzen kann. So, hier schon meine Star Tours Adventures Continue Lightning Lane. You droids on transport 1401, get back to work. We have seen what you've done.
we'll lose our jobs for sure. This is a restricted area. What are you doing here? I have no idea. Stay clear of the combat zone. Combat zone? Oh no! We've been hit! Brace yourselves! Nobody move! I mean everybody move! Lean back! You didn't leave! Ought to do something! The transmission. Und hier ist dann auch die Möglichkeit, sich einen günstigeren Lightsaber zu bauen. Hier sieht man die gesamten Einzelbauteile. Ein Single Lightsaber kostet dann $30. Ich meine, den finde ich ja lustig. Den kriege ich auch vor allen Dingen ins Gepäck rein. Ne? So einen bauen wir mal. Das ist die Main-Einheit. Die macht sogar richtig netten Sound. War gar nicht so leicht, die einzelnen Teile zu finden. Aber jetzt habe ich hier einen Luke Skywalker. Klassiker. Und er funktioniert auch. Tomorrowland sieht im Dunkeln echt cool aus. Die 10.000 Schritte haben wir voll, das werden heute aber noch viel mehr. Sorrows ahead, and Davy Jones waiting for them. It's the treasure map for sure, and no mistake. And by thunder, that scoundrel will grab his ears. But he must finish good over. I must say, oh my genius. Na, den kennen wir doch. Yo ho, a fire's life for me. Ah, so schlimm wird's nicht. Ich würde mal eher sagen, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Die Mark Twain fährt mal wieder an mir vorbei. Ob ich es noch schaffe, da heute raufzukommen? Mal sehen. Approximate Wait Time 5 Minuten. Da gehen wir doch mal rein. One blustery day in the unpredictable wood, a little bear named Boo set off in search of honey. Hallo Tigger! They're insincere. Beware, 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 beware. Columbus is very confused. Columbus. What a wonderful dream! Wake up, Pooh! Wake up! Wake up, Pooh! It's your birthday! It's time for your party, Pooh! Hooray! Happy birthday! Happy birthday! Hip hip hooray! 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 Happy birthday, Pooh! These are all for you, Pooh Bear. Look at all Pooh's presents! If you don't like my present, I'll take it back. Tigger's just love giving presents. Wasn't it? I'm sure you'll find my present to be quite delicious. Total niedlich.
Da verpasse ich die Mark Twain zum zweiten Mal. Um wenige Sekunden. Aber wir haben noch bis 9 Uhr. In der Dunkelheit wirken natürlich auch die Lichtschwerter besser. Wir sind wieder an Galaxy's Edge angekommen. Am Millennium Falcon passiert auch immer mal wieder was. Eben gerade hat er dann auch mal mit ein paar Soundeffekten dann ein paar von den Steuerdüsen dann mal abgefeuert. Da kamen dann also kleine Nebelwolken dann rausgeschossen. Und der Mond da oben passt ja irgendwie schön rein, ne? Und wann ist der Braten endlich fertig? Uiuiui, automatische Türen. Fehlt ja eigentlich nur noch die Cantina-Band, ne? I think I'll take the Endorian fried chicken yip yip. Here we go. Do you want your receipt? Yeah, I would like. Thanks a lot. Have a good day. Das ist dann jetzt mein fried tip yip with mashed potato. Naja, also günstig geht anders, aber es ist okay. Ich zeige euch ja gerne, wie ich esse. Jetzt esse ich mal in der Cantina. Ich weiß nicht, ist das hier Tatooine oder? Kann man essen. Die Mashed Potato mit grüner Soße. Kann man auch essen. Die grüne Soße hat Erbsen mit drin. Bestimmt von der Erde importiert. Ja, auch den anspruchsvolleren Schmuck, Modeschmuck kann man hier kriegen. Da oben haben wir einen Town. Eine schöne Blaster-Sammlung an der Wand. Da ist auch Han Solos Blaster mit dabei. Denn hier gibt es Lightsaber. Etwas günstiger als drüben in der Werkstatt zum selber bauen. Hier sind sie bei 170. Aber es sind halt keine selbstgebauten, ne? Could I see the Darth Vader, please? Ja, schön schwer aus Metall. Also das ist schon ein bisschen handfester. Jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. Ah, Slide. Mhm. Ja, große Auswahl. Race, Darth Vader, Kylo Ren, Darth Maul. Und wenn euch die zu teuer sind, dann gibt es hier noch die ganz günstige Kategorie. Aber ich habe so vorgelagert an diesem Bereich ist hier, glaube ich, irgendwo Rise of the Resistance. Den habe ich noch nicht gefahren. Der wird mir aktuell auch nicht zur Reservierung angeboten. Standby. Standby for what? Es ist schon nach 9, aber der Mississippi-Raddampfer liegt da noch und er dampft auch. Vielleicht habe ich ja Glück und nehme die letzte Fahrt gerade noch mit. Finally I made it. We don't want to be fishing anyone out of the river. Also, there should be no fires or smoking on board. Thank you. And now, here's a few. Da kommen wir nochmal an Tom Sawyers Abenteuerinsel vorbei. Die ist jetzt aber schon zu.
Engine Stop. So, für die Mark Twain ist jetzt Feierabend, aber nicht für mich. Ich habe jetzt noch knapp 3 Stunden, in denen ich hier noch Sachen machen kann. Indiana Jones würde noch mal so auf meinem Wunschzettel stehen jetzt. Das ist jetzt die Lightshow am Schloss. Hier dürfen sie kein Feuerwerk machen oder nur selten. Demzufolge wird hier eine Lightshow gemacht. Geschafft. Sicher geschafft? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Die haben es nicht geschafft. Mal sehen, ob wir es schaffen. Don't step on diamond-shaped stones. Also ich habe gerade eben zu wissen gekriegt, dass die Spezialeffekte, wie zum Beispiel die Diamantensteine, die haben tatsächlich was ausgelöst. Die kamen dann Speere aus der Wand und alles Mögliche. Aber die Special Effects funktionieren im Moment nicht mehr. In einem Monat soll es erstmal renoviert werden hier. Welcome, my friends, to the Temple of the Forbidden Eye. I, Sala, shall now give you counsel to safeguard your miraculous journey. Here are special belts attached into the seats. Simply pull it from the right, inserting it into the left, like so. You see the excellence of this invention? Your off-road journey is high speed and turbulent, going over rough and rugged terrain, and then suddenly you are turning sharply and dropping suddenly. Now, my friends, one final word of advice. Once you've entered the chamber of destiny, look not into the eyes of the idol. That would be dangerous. Very dangerous. Wir werden beschossen. Bumpy Ride, aber sehr unterhaltsam. 3 Minuten 45 dauert die Tour. Dafür steht man vorher eine Stunde. Ein wirklich schön gemachter Ride, der viele Elemente von den alten Indiana Jones Filmen drin hat. Schlangen, warum ausgerechnet Schlangen? Jetzt werde ich mal versuchen, ob ich nochmal auf die Jungle Cruise komme. Die liegt direkt daneben. Da sehen wir sie schon hier. Dazwischen durchschreien. Da fehlt gerade eins der Boote. Hey, my name is Skipper Don. I'm going to be your skipper for the next 5 days and 3 nights. So please, everybody, hands, arms, toes, nose, ears, elbows, legs, feet, inside the boat at all times. I'm going to ask you to stay seated. And the most important thing is, if you brought little ones with you, please take them with you. Yeah, we got lots of them. We don't need any more. Who's ready for some signs of danger? Watch out, that's Ginger. Yeah, Ginger snaps. She's a tough cookie, that one. Ginger Snaps ist ein berühmter We have a Trash-Movie. whole herd of Indian elephants.
locals tell me that only elephants come to this pool, but I think that's a crock. And there's Bella. Bella, she's been in the shower just a little too long. She's all wrinkled up. Let's see what kind of animals we got. Looks like we got some gnus, and we got some zebras. And those big tall ones in back, those are trees. And look, those lions are protecting that sleeping zebra. It is the way zebras sleep, you know, laid over on their side with their heads all kicked over like that. Yeah, that one looks dead tired to me. You know, there are people out there that say a monkey can do my job. I don't think it's true. Those are apes. Here we got Trader Sam's. Trader Sam's lost and found a gift shop, that's right. You lose it, we find it. Sam sells it. This little guy here on the camera, you know, we don't pay him or anything. He's just doing that for the exposure. Well, did everybody enjoy the Jungle Cruise? Hey! I gotta tell you, so did I. They make me. Actually, out of all the cruises I've had today, you guys have definitely been the most recent. Want to remind you about those hands and arms. Please keep them inside the boat. If you get your hand caught between the boat and the dock, you will experience some peer pressure. Now, your safety is our #1 concern here at the Jungle Navigation Company. That's why we hire the absolute best dock hands in the business. Unfortunately, they called out today. Union Tennessee's too. Ja, genau dafür ist auch die Jungle Cruise wirklich bekannt, dass sie mit sehr viel Humor vorgetragen wird und absolut nicht ernst zu nehmen ist. Das macht einen Heidenspaß. Und wieder erwarten, ich habe eigentlich gedacht, es ist sehr extrem dunkel, aber es ist ja sehr gut ausgeleuchtet. Tolle Tour. Ich würde sie sogar abends, nachts empfehlen. Macht wahrscheinlich mehr Spaß als tagsüber. Aber ich war noch nicht im Big Mountain und da habe ich tatsächlich jetzt noch eine Lightning-Warteschlange, die mich jetzt genau in diesem Moment da reinlässt. Also das mit dem Lightning-Pass hat sich tatsächlich heute total gelohnt. Die Fotos sind inklusive, die kann ich mir nachher alle runterladen. Dafür alleine wäre es das eigentlich schon wert gewesen, wenn man das vor allen Dingen mit anderen Parks hier in den USA vergleicht, was da für Fotos zum Teil verlangt wird. Und wenn man das intelligent macht, also nicht jetzt die Top-Attraktionen buchen, weil ich sie gerade buchen kann mit dem einfachen Lightning Pass, und dann ist das aber erst in 4 Stunden, dann habt ihr 4 Stunden lang euch zwar virtuell da an dieser Attraktion angestellt, aber wenn ihr einfach bereit seid, rechts, links, hin und her durch den ganzen Park hin und her zu zappen, von der Fläche her, das geht. Ich habe jetzt 17.000, 18.000 Schritte. Das tut mir auch mal ganz gut bei dem ganzen Essen, das ich euch immer auf dem Kanal hier zeige. Dann kommt man ziemlich schnell ran, auch bei einem so gut ausgelasteten Park, und schafft viele, viele, viele Attraktionen am Tag. Auch über Galaxy's Edge insgesamt fällt immer mehr die Ruhe. Aber einzelne Bounty Hunter sind hier noch unterwegs. Nicht mehr allzu viel los in Galaxy's Edge. Brown? That's just me, myself and I. Okay, Yeah. all right. So you're fully responsible for everything? Yeah. All right. Have you done this before? Yeah, I've been pilot before. Where are you from? Germany. Oh, okay. I didn't pick that up, actually. That's a good part about it. Yeah. Ich weiß, was ich tue, also runter, rein in den Falken und dann fliegen wir ihm mal eine Runde. And as we always say, Yep. Rocket Transport Solutions, get out of here and go make Hondo some money. Die Tür öffnet sich. Yep. For your safety, remain Just me, myself and I. Alles unter meiner Kontrolle hier. Right, pilot, push the flashing button to take off. Pilot
on the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up. And push forward to fly down. Oh, watch it. Chewie thinks flying this thing will be easy, eh? Like pilot. Make the jump to light speed. Here we go! You see, just as I promised, my friend. Yes, Chewie will pilot us in remotely. You retrieve 2 containers of coaxium. This will greatly help the resistance. Profiting your cut minus what you owe me for damaging the Falcon is... Oh, that is rough. R5, damage report. Engine failure. It. Hyperdrive leak. That is not too good. All right, I am making an executive decision. Everybody out. Go on, get out. Everybody out! Thanks a lot. All available techs, we have a Corellian freighter that needs immediate transport back to the maintenance bay. Yep. This thing is practically scrap metal. Und das war meine Schuld. Naja, wenn man alle Positionen gleichzeitig versucht zu spielen. Es ist tatsächlich so, dass die Steuerung ein bisschen was macht in der ganzen Geschichte. Also man kann in begrenztem Rahmen mit rechts, links und rauf, runter die Filmfahrt beeinflussen. Damit dann auch wohl so ein bisschen die Punktevergabe. Und der Falke steht auch noch da. Also so ganz Scrap Metal kann er noch nicht sein. Wenngleich er Einschusslöcher hat auf der Rückseite. Allzu lang ist hier nicht mehr auf. Ich versuche noch mal zu meinem Mountain Ride zu kommen. Ja, 20 nach 11. 45, 50 Minuten haben wir noch. Die lassen euch auch meistens an der letzten Attraktion, wird dann auch schon gesagt, ihr könnt euch noch anstellen oder ihr könnt euch nicht mehr anstellen. Wer sich anstellen kann, der kann den Ride dann auch noch machen. Und das ist der, den ich jetzt noch machen will. Big Thunder Mountain. Das wird wahrscheinlich der letzte Ride heute. Aber da das ein Rollercoaster ist, filme ich das natürlich nicht. Ich möchte ja nichts verlieren. Ein relativ langsamer Rollercoaster, schon ziemlich viel Querbeschleunigung und alles, aber so, dass ich ihn noch ganz gut vertragen kann. Aber ich habe jetzt echt vom Fahrtwind Tränen in die Augen gekriegt. Es ist jetzt doch schon ziemlich kalt geworden inzwischen. Die oberste Zahl ist meine Schrittanzahl. Die 20.100 habe ich jetzt voll. Ich habe jetzt zwar sogar noch 15 Minuten, ich könnte noch versuchen, mich irgendwo anzustellen, aber ich bin platt, ich bin durch. Der Tag war klasse, der Tag war toll, das Wetter hat mitgespielt. Wenn euch mit dem Schloss im Hintergrund, wenn euch dieses Video und dieses Schloss gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wer nicht abonnieren will. Ist nicht so schlimm, aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos.